Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Anno 117 Layout Video. Freut mich mega, dass du mit dabei bist, denn heute habe ich dir ein super cooles Stadtlayout mitgebracht, wo wir die Stufe 3 Bevölkerung richtig gut zufriedenstellen und damit uns den Weg ebnen für die Patrizier, also die Stufe 4 Bevölkerung, die hier in Anno 117 freigeschaltet ist. Das Layout integriert auch wunderbare große Gebäude wie Theater, das Aquädukt zum Beispiel, das große Forum, aber auch das Badehaus. Das heißt, die Stufe 3 Bevölkerung, hat ja gerade erwähnt, ist hier mit den Bedürfnissen auch maximal zufrieden. Können wir uns auch einmal hier in einem kleinen Haus angucken. Ihr seht, die Bedürfnisse sind teilweise erfüllt, teilweise sogar überfüllt. Das heißt, mega cool für den Einstieg. Und gar nicht lange gequatscht, wir gucken uns mal das modulare Layout an und dafür gehe ich mal in die Vogelperspektive und zoome mal ein klein wenig rein, denn das hier ist der Ausschnitt, auf den es eigentlich ankommt. Nämlich das ist der Ausschnitt, der eigentlich nur vielfach dupliziert wird. Und das stelle ich euch an der Stelle einmal vor. Wir arbeiten hier mit 10er Häuserblöcken. Die platzieren wir einmal hier im Norden in 4 Kombinationen. Und in der Mitte starten wir mit einem Grammatikus ganz im Norden, ne? Um Wissen zu generieren, um die Forschung voranzutreiben, super wichtig in Anno 117. Dann kommt auch schon das erste Bedürfnis von der Stufe 2 Bevölkerung, nämlich die Sandalen, die haben wir gleich hier mit reingepackt und damit auch gleich unter den Grammatikus das Lagerhaus, damit die sich da natürlich super bedienen können. Dann haben wir eine optionale Geschichte. Ich habe jetzt hier die Latrine platziert als einen Stadtdienst, um meine Gesundheit zu pushen. Hier ist aber auch wahlweise Brunnen oder das für die Zufriedenheit möglich. Dann haben wir die Spinnerei, ebenfalls für die, oder nicht ebenfalls, sondern für die Stufe 1 Bevölkerung. Die Tuniken in diesem Fall, die uns ebenfalls nochmal Wissen und Einkommen bringen, was natürlich super hilfreich ist in dem Radius. Finale bildet dann der Hut, quasi die Pileus. Damit kriegen wir dann auch nochmal Einkommen und haben hier dann auch mit der Bilanz erstmal gar keine Probleme. Und das ist so dieser erste kleine Handelsblock, nenne ich ihn einfach mal, den wir hier haben. Generell wird sich das jetzt gleich noch weiter runterziehen und wir haben immer in der Mitte quasi so ein bisschen Handelsstraße und an den Seiten eher Wohngebiete. Dann wird es nämlich interessant. Dann haben wir nämlich hier den Norden abgeschlossen und dann lassen wir hier einen schmalen Schlitz frei, wo ich jetzt gerade mit der Maus drüber gehe, denn das sind unsere Routen quasi für das Aquädukt. Denn als allererstes platzieren wir dann eine Zisterne, die wir dann hier über die Seite, ihr könnt das Layout hier auch spiegeln, je nachdem links oder rechts, dann mit dem Aquädukt verbinden. Das führen wir dann wiederum hoch, werden wir das nächste Layout quasi dran packen und führen das dann in unsere Bergkette mit rein. Ansonsten platzieren wir hier dann noch die Stadtwachen, jeweils gegen Feuer und dann gegen die Zufriedenheit, gegen Aufstände. Das ist super hilfreich. Den Marktplatz, den es natürlich für die Stufe 1 Bevölkerung total benötigt. Und auch die Taverne ganz unten dann in der Ecke. Und dann fehlt nur noch ein Gebäude und ich habe mich hier für den Webstuhl in diesem kleinen Quadranten entschieden, der hier ebenfalls nochmal Einkommen boostet. Ich möchte euch aber auch hier zeigen, weil das ist einfach nur eine Art der Variante. Man kann hier zum Beispiel auch, ich habe es hier oben zum Beispiel in dem gemacht, auch eine Bäckerei integrieren. Die haben die gleichen Maße, das heißt, hier könnt ihr auch für den Anfang erstmal die Bäckerei reinpacken. Durch Feuerwache und Aquädukt ist das mit der Brandwahrscheinlichkeit hier gar kein Thema. Genau, und so habt ihr diese Handelsstraße vom Grammatikus bis unten hin zur Taverne einmal komplett mit Produktionsgebäuden für die Stadt ausgestattet und helft damit eurer Bevölkerung und euch, dass ihr mehr Geld bekommt, aber auch Zufriedenheit und Brandwahrscheinlichkeit senkt. Dann kommen wir so gesehen in die Horizontale. Und hier starten wir mal rechts mit einer Medici, also ebenfalls einer Stadtwache, die die Gesundheit pusht und dann einem Heiligtum, was eine sehr große Abdeckung hat, wodurch ihr den Glauben fördert. Dann ist das hier ebenfalls eine Aktion, die ihr wahlweise platzieren könnt und auch mit unterschiedlichen Gebäuden ausstatten könnt. Ich habe mich jetzt hier in diesem Quadranten für die Olivenpresse entschieden. Ihr könnt hier theoretisch auch einen Häuserblock hinmachen, wenn ihr sagt, hey, okay, nee, Zufriedenheit brauche ich gar nicht mehr, ich möchte hier lieber nochmal 4 Häuser hin haben, dann ist das natürlich auch möglich. Oder, das habe ich hier unten integriert, da verliert ihr zwar nochmal einen Block, aber hier kann man auch nochmal den Tabulus hinpacken,
machen, um nochmal Wissen mehr in der Stadt zu generieren. Das heißt, hier ein Modul, was man sehr variabel austauschen kann, gefällt mir super gut, weil ich dann einfach auf die Bedürfnisse meiner Stadt reagieren kann und hier wahlweise Sachen platzieren kann. Genau, ansonsten unten haben wir dann nochmal wieder jeweils 2 10er Häuserblöcke und damit haben wir quasi eins dieser Quadrate vollständig erledigt und platziert. Ihr könnt ab und zu auch nochmal, das habe ich hier mal gemacht, ein Häuserblock austauschen, beziehungsweise ein Haus austauschen und dann nochmal einen Schrein hinpacken. Also da seid ihr komplett frei und das ist das Allergeilste an diesem Layout. Und jetzt kommen wir noch zur Krux, nämlich die Mitte. Das heißt, ihr packt euch für den Anfang so gesehen 4 oder plant mal 4 Layouts. In der Mitte lasst ihr aber einen riesigen Block frei, nämlich in der Größe des Forums. Das ist quasi, wenn ihr die Villa baut, das einfach mal zur Orientierung, weil ihr am Anfang noch nicht die Größe vielleicht kennt. Es ist eine Kachel mehr als die Villa, wenn man die Villa quasi so ausrichtet, wie ich sie jetzt gerade ausgerichtet habe. Dann seid ihr für die Mitte super gerüstet. Und dann könnt ihr in der Mitte die Villa hinbauen, ihr könnt das Theater hinbauen, ihr könnt das Forum hinbauen und auch das Badehaus. Und die haben riesige Abdeckmöglichkeiten, sodass ihr dann hier diese Quadranten und auch die nächsten Quadranten damit noch super versorgt und damit alle Ebenen richtet, um die Patrizier quasi dann in eure Stadt willkommen zu heißen. Das ist das Layout und mir gefällt super gut, es ist simpel, es ist immer das gleiche quasi, was man immer wieder platzieren kann. Man kann es für seine Zwecke modifizieren, das finde ich hammer cool und es deckt halt oben vor allem all diese Inselgesundheitsgeschichten ab. Ne? Das heißt, ich habe eine super Inselgesundheit, ich habe eine super Zufriedenheit, ich habe eine super Brandwahrscheinlichkeit. Das heißt, Vorfälle sind bei mir hier sehr, sehr selten und wenn, ist halt immer irgendwie was in der Nähe und das gefällt mir persönlich enorm gut. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde mich super über ein Like freuen oder ein Abo, falls ihr nichts mehr von Anno117 auf meinem Kanal verpassen wollt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch Verbesserungen habt zu dem Layout. Würde mich super interessieren. Und dann hören wir uns hoffentlich in einem der nächsten Anno117 Videos wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.